Guten Morgen, immer noch in Berlin. Gestern einen sehr schönen Tag bei Manuel verbracht, habt ihr ja letzte Woche gesehen. Und heute gibt es eine S-Klasse. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Vorher noch ein paar Eindrücke von unserer Hauptstadt und dann sehen wir uns gleich bei Micky. While they slipping, I won't die today, won't you listen? Squinting, eyes dilating, a pine box, I'm drifting. Mud in my pockets, fingertips ripping the locket. Liquor spilled on designer watches. Oh yeah, that new body better be Versace when I get it. Moin Moin, zweiter Tag in Berlin und es hat geschneit. Deshalb sind wir in der Tiefgarage. Jetzt aktuell sind wir nicht in der Tiefgarage, wir waren in der Tiefgarage, haben gefroren, haben auch alles aufgenommen, haben darüber gesprochen und haben dann festgestellt, dass unsere schnurlosen Mikrofone nicht so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen nochmal den Einstieg hier, quälen euch nicht mit einem schlechten Ton, sondern haben halt mal einen schönen Ton hier. Ja, genau. Unser Gastgeber, Micky, vielen Dank, dass du uns an dein Auto, an dein Oldie ranlässt. Du bist der einzige von den vielen Bewerbern, der sich nicht beworben hat, sondern ich habe mich bei dir beworben. Der Hintergrund ist der, dass wir uns vor 2 Jahren bei der DCON kennengelernt haben, oder 2,5 Jahre ist das ungefähr her. Und da hattest du mir dein W108, den hat man jetzt auch schon im Bild gesehen, hast du mir gezeigt mit dem Leder. Und hast gesagt, ich will das aber unbedingt selber machen. Erzähl mir auch nicht so viel, ich will mir das selber erarbeiten. Ich will dann da kurz auch was drüber schreiben. Und andere, die das gleiche Problem vielleicht haben, daran teilhaben. Und genau, dann hast du die Produkte bekommen und hast selber losgelegt und hast da gearbeitet. Aber bevor wir da einsteigen, nochmal vielleicht ganz kurz, wie kommst du zu dem Auto, warum ein W108 und was ist das so genau für ein Fahrzeug? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Weil den Wagen habe ich hier in dieser Werkstatt bei einem sehr guten Freund, Alexander Haller, vorgefunden. Er hat mich angerufen, hat gesagt, Mensch, ich habe genau das Fahrzeug für dich, was du mal suchst. Groß, passen Leute rein, komfortabel. Und da stand er dann hier, hinten auf der Hebebühne hinter uns. Und ich habe mich auch sofort verliebt. Ja. Und der Käufer wusste nicht so richtig, dass er das Auto jetzt, der Verkäufer wusste nicht so richtig, dass er das Auto verkaufen wird. Ich stand dann auf der Matte, habe gesagt, ich hätte es gern und dann sind wir uns einig geworden und so bin ich zu dem Wagen gekommen. Also ich habe nicht gezielt gesucht, ich wusste jetzt nicht, ich will jetzt hier unbedingt einen W108 haben, es hat einfach gepasst. Auto gefällt mir, ganz klassische Form und ja, so sind wir zueinander gekommen und das war genau hier. Ja, perfekt, das ist auch so ein bisschen der Grund, dann schließt sich der Kreis wieder. Wir wollten halt nur nicht mit dem Auto bei dem Wetter hierher fahren, deshalb haben wir das erstmal in der Tiefgarage uns angeguckt. Habt ihr ja auch den Porn dazu gesehen, ne? Und jetzt, ja, also ein W108, 6-Zylinder, 280 SEL, also ist eine lange, die lange Version. Ein bisschen was Besonderes, gibt es nicht so viel davon. Und was auch sehr schön ist, es ist ein Fahrzeug, was für 6 Personen zugelassen ist, habt ihr auch im Video gesehen. Es können vorne halt 3 Personen sitzen, wenn man die Mittelarmlehnen hochklappt und dann so ein Sitzkissen in die Mitte halt reinsetzt. Und das fand ich ganz spannend. Also so technische Daten haben mich gar nicht wirklich interessiert. Ist ein rein 6-Zylinder, okay, läuft sehr smooth. Genau, das ist gut, dass du es nochmal gerade sagst, weil ich habe, glaube ich, gerade aus alter Gewohnheit V6 gesagt. Okay. Aber es ist natürlich ein Reinzylinder, rein 6-Zylinder. Also alle, die aufgepasst haben, hier ist die Korrektur. Genau, und mir geht es ja gar nicht um Leistung oder irgendwas, sondern es fährt einfach wunderbar, das Fahrzeug. Ich benutze es sehr oft, nicht als Daily Driver, aber wirklich auch so gerne zwischendurch und natürlich auch für Oldtimer-Rallyes, klassische Rallyes, gerne mit Alexander zusammen. Und ja, das ist einfach ein Hobby. Ja, und beide seid ja auch mal mit Alexander seinem BMW Vorkriegs. Genau. Also genaue Modellbezeichnung habe ich AM4. AM4. Genau. Seid ihr mal von Hamburg? Hamburg-Berlin, das ist eine Klassik-Rallye und die sind wir damit gefahren. Also wir haben schon sehr viel, was Oldtimer angeht, zusammen gemacht und dann war das irgendwie wie selbstverständlich, dass er mich mal anruft und sagt, Mensch, ich habe hier was für dich, das könnte dich interessieren. Und da bin ich halt darauf gekommen, Schrauben tue ich selber nicht.
Aber du hast es halt gesagt, so Pflege, das interessiert mich schon. Also fängt an mit der Lackaufbereitung, dass das anständig ausschaut, das Fahrzeug. Und dann hatte ich halt das Problem gehabt mit dem Leder im Fahrzeug, dass da ein Riss auf dem Beifahrersitz war. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt und du hast gesagt, na, sowas kann man doch machen, das kann man ja reparieren. Und ich bin halt auch ein Fan davon, eher zu sagen, was zu erhalten, als dass man jetzt sagt, man macht alles gleich neu, weil man kriegt es nicht wieder, es ist unwiederbringlich, diese Patina, die man hat. Ja. Und dann habe ich es einfach ausprobiert, es hat sehr, sehr gut geklappt, ohne dass ich irgendwelche großartigen Vorkenntnisse hatte. Und wie du richtig gesagt hast, ich habe das dann auch noch veröffentlicht, habe einen Artikel drüber geschrieben und es gibt auch schon den einen oder anderen Nachahmer. Also man kann das durchaus selber machen und ich bin sehr, sehr zufrieden in der Anwendung gewesen, wie man es selber machen konnte und vor allen Dingen aber auch mit dem Ergebnis. Ja, das ist super. Das Schöne war halt für mich in dem Fall, ich meine, wir verkaufen jeden Tag Flüssigleder, jeden Tag bekommen Leute natürlich da ein gutes Ergebnis mit hin, aber ich bekomme halt in aller seltensten Fällen, ich kriege schon mal Feedback, da freuen wir uns auch immer drüber, wenn natürlich das funktioniert hat, aber selten so einen charmanten, toll geschriebenen Bericht, wie du denn da geschrieben hast. Also das war, ich habe es durchgelesen und sagte, das kannst du auch jemandem geben, der jetzt nicht Auto interessiert ist. Also das ist eine schöne Geschichte, das ist so das Schöne. Also das lohnt sich, wir werden das verlinken, dass man da das nochmal lesen kann. Das lohnt sich, das durchzulesen auf jeden Fall, finde ich. Und das passt sehr, sehr, sehr gut ins Thema. Genau, also einmal in unserer Rubrik verlinken unter den Presseartikeln. Jetzt werdet ihr einmal sehen Vorher-Nachher-Bilder, wie du das gemacht hast, wie die einzelnen Schritte, die kann man ja dann nachlesen. Ich werde das noch ein bisschen im Off kommentieren, damit man so ein bisschen weiß, in welcher Reihenfolge das auch gewesen ist, was du da... Wenn einer weiß, wie es geht, dann du. Ja, ich habe es auch schon mal gemacht. Danke. Nun ein paar Kommentare zu dem verfassten Bericht von Mackie, wo wirklich detailliert schon drin steht. Also wer Lust hat, das durchzulesen, das macht auf jeden Fall Sinn. Einmal ist es schön geschrieben, wie ich schon angekündigt habe, aber zum anderen ist es auch wirklich detailliert und schön beschrieben, die einzelnen Schritte, die er macht. Und ja, eben aus der Sicht eines Anwenders und nicht des Herstellers. Das ist manchmal vielleicht ja auch hilfreich. Nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, ich kommentiere das mal ein bisschen. Die Zu-Besuch-Reihe von uns soll ja auch immer ein bisschen Trick und Tipps, Vereinfachungen zeigen, wie man vielleicht mit dem einen oder anderen Produkt umgeht oder wie man was machen könnte. Und das möchte ich auch in dieser Folge natürlich preisgeben, dass für alle, die das nachmachen wollen, das ein bisschen einfacher haben. Genau, also ein Lederreparatur-Komplettset. Da sind diverse Produkte drin, eigentlich alles, was man braucht zum Unterkleben, Reinigen, Färben und. Eben auch Fresh- und Flüssigleder, was man dann in der passenden Farbe bekommen kann. Und klar, man kann nach einem Farbnamen aussuchen. Das funktioniert auch überwiegend sehr gut, muss man sagen. Aber bei einem Fahrzeug in dem Alter empfehlen wir doch, uns ein Muster zu schicken. Also wenn das irgendwie geht, schickt ein Muster zu uns, eine Armlehne, ein Prellball, wenn das so heißt, von der Hupe an einem Lenkrad oder eine Kopfstütze oder vielleicht, wenn man, also bei solchen Fahrzeugen kann man auch immer wieder ein Stück Leder von unten wegnehmen. Da ist noch eine ganze Menge, die dann unten drunter übersteht oder so. Und dann das einmal zu uns schicken, dann können wir die passende Farbe anfertigen. Nach dem Muster, dann wird sie auf jeden Fall passen. Aber wie gesagt, wenn das nicht irgendwie möglich ist oder man Angst hat, da was zu verschicken, was ich auch verstehen kann zum Teil bei dem einen oder anderen Fahrzeugen, die es so gibt, dann geht es natürlich auch nach dem Farbnamen. Ja, und dann haben wir also hier auf der Beifahrerseite auf dem Sitz rechts ein Riss, der von der Pfeife, also von dem perforierten Bereich bis zum Keh rüber geht. Also gute 10, 12 Zentimeter, schätze ich mal, sind das. Ich habe nicht nachgemessen, aber sollte so hinkommen ungefähr. Und man fängt immer mit dem Reinigen an, wie immer grundsätzlich mit dem Reinigen. In dem Fall Lederreiniger mild, völlig ausreichend, weil das wirklich gut gepflegt war schon. Und dann kann man mit Schwamm oder Bürste loslegen. Bei so einem älteren Fahrzeug, wo man dann am Ende sowieso färbt, macht sicherlich eine Bürste Sinn. Dann holt man nochmal so ein bisschen was aus der Tiefe der Poren bzw. der Prägung raus. Und ja, natürlich ein bisschen vorsichtig sein an den Stellen, die man dann nachher reparieren möchte. Oder wie hier halt hier bei diesem Trockenbruchriss in Anführungsstrichen.
da nicht zu viel. Dann reinigen, entfetten, raue Stellen glatt schleifen, wenn welche da sind, war in dem Fall nicht. Zumindest kann ich das auf den Fotos nicht erkennen. Und dann Spannstoff unterkleben. Und was Mackie da auch gemacht hat, ist, er hat sich da eine Nadel reingesteckt, um den Spannstoff in der Mitte zu fixieren. Also man nimmt den Unterspannstoff, den man da drunter kleben möchte, schneidet den so zu, dass er 1,5–2 Zentimeter über die Schadstelle hinweg kommt, dass man da eine gute Fläche hat zum Ankleben. Dann nimmt man eine Nadel, die man in die Mitte dieses Ausschnittes, also dieses ausgeschnittenen Teiles, steckt und steckt das dann in den Schaum. Dann ist das schon mal von oben positioniert und an der richtigen Stelle. Jetzt muss man da nicht mehr sich groß Mühe geben oder darauf achten, dass man das richtig hinschiebt. Und man kann ja auch durchs Leder nicht durchgucken. Deshalb ist so eine Hilfe super, super hilfreich. Dann Lederkleber drunter machen. Der Lederkleber ist auf Wasserbasis. Der reagiert dann schon relativ schnell, aber trotzdem braucht er auch ein bisschen so seine Zeit. Und dann kann man auch nochmal vorbereitend das Glattschleifen, Übergänge anschleifen, einmal entstauben, entfetten mit Lederreinigungsbenzin und dann kann man schon Flüssigleder auftragen. Und man sollte versuchen, das möglichst gleichmäßig flach und möglichst gut gefüllt aufzutragen. Das ist bei der Größe des Risses gar nicht so einfach, muss man sagen. Also wenn man dann noch mal ein bisschen nacharbeitet, holt man immer wieder was raus. Man muss da nicht zu viel Energie reinstecken, weil die Stelle sowieso noch mal gefüllt werden muss. Man wird mit einer Füllung, in der Regel kommt man da nicht aus, sondern man wird noch mal nachfüllen müssen und das von daher lieber das einmal versuchen, so ein bisschen sauber zu füllen und dann passt das. Dann trocknen lassen. Man kann das leider nicht trocken föhnen. Man könnte es mit einer Wärmequelle, mit einer stehenden Wärmequelle, Babylampe oder so eine Halogenlampe, wenn man die hat, oder eine Infrarotlampe, damit kann man das ein bisschen beschleunigen. Man sollte auch nicht zu kalt arbeiten. Also es war ja vor 2 Wochen oder als wir da gewesen sind, vor Ort in Berlin, da fing gerade diese Wintereinbruch nochmal ein. Also das wäre zu kalt gewesen, ne? Also Minimum 5 Grad, aber schöner ist eigentlich so eine Werkstatttemperatur, 17, 18 Grad oder ich sag mal bis 23, so in dem Dreh, da sollte man arbeiten. Das passt besser. So, ja dann, wenn es trocken ist, dann nochmal auffüllen, wenn es notwendig ist. Es ist meistens bei einer Schadensgröße in der, also beim Schaden in der Größenordnung und dann mit einem GLD-Stift oder mit GLD auf dem Lappen das Glattschmieren. Man kann es auch ein bisschen schleifen, aber es lässt sich nicht so richtig gut schleifen, Flüssigleder, muss man sagen. Durch diese hohe Flexibilität und die gleiche Haptik wie Leder und dass es sich so gut verbindet miteinander, lässt sich das trocken nicht so gut schleifen, aber feucht mit GLD lässt sich das mega gut schleifen. Wir nehmen auch immer ganz gerne einen Trick jetzt. Wir haben noch ein 4000er Schleifpad, das rote oder Polierpad, wie wir das nennen. Das löst sich nicht so schnell auf bei GLD, wie das verglichen mit dem blauen Schleifpad. Das ist zwar mit 4000 natürlich sehr, sehr sanft, wenn man so möchte, deshalb auch Polierpad, aber die Wirkung reicht völlig aus. Also da GLD drauf und dann über die Stelle rübergehen, dann kriegt man das super schnell glatt und kann dann gegebenenfalls noch mal auffüllen. Ja, nächster Schritt ist dann, wenn es dann getrocknet ist und die Übergänge schön ausgeschliffen sind, schön glatt ist und so weiter, dass man dann Leder frisch aufträgt. Viele dünne Schichten, also lieber dünn arbeiten, mehrere Schichten, trocken föhnen zwischendurch, als zu versuchen mit 1 oder 2 Lagen dann gleich ein deckendes Ergebnis zu bekommen. Bei dunklen Farben ist das etwas leichter als bei hellen Farben. Also je heller die Farbe wird, desto schwieriger ist natürlich das mit dem Abdecken. Aber im Großen und Ganzen, einfach viele Schichten. Wir streifen dann immer erstmal drüber und tupfen dann hinterher. Wenn man nur streift, dann hat man nachher Streifen, die man auch sieht. Also so Wischspuren im Prinzip. Wenn man das mal haben sollte oder anders gesagt, wir empfehlen immer oder ich empfehle immer auch
zwischendurch mal zu schleifen. Also Farbe auftragen, beziehungsweise Lederfresh auftragen mit dem Schwamm, einmal rüberstreifen, dann hinterher tupfen, dass die Streifen weg sind, trocken föhnen oder trocknen lassen und dann nochmal schleifen. Das hat mehrere Vorteile. Einmal gibt es einen viel schöneren Übergang, das wird viel gleichmäßiger. Man kriegt keine Tupfspuren, man hat keine Streifspuren oder sonst irgendwas, weil die wieder weggeschliffen werden. Und das Zweite ist, die Haptik wird deutlich besser. Also Schleifen der Zurichtung, also der aufgebrachenen Lederfresh oder Lederfarbe, das verbessert unwahrscheinlich die Haptik. Es wird viel weicher, viel angenehmer, viel Leder. Also es hat viel mehr die Haptik eines Leders, als wenn man jetzt nur Farbe drauf macht. Also du kriegst eine schöne Weichheit. Sehr zu empfehlen, Zwischenschliff zu machen. Ich mache den immer, weil ich halt auch diese Haptik haben möchte einfach und weil ich auch die schönen Übergänge haben möchte. Auch wenn ich mit einer Airbrush-Pistole arbeite oder mit einer Handspitzpistole. Ich mache eigentlich immer einen Zwischenschliff. Also insbesondere, wenn ich dann halt so viel färben muss, wie man hier färben muss, dann mache ich auf jeden Fall einen Zwischenschliff und dann wird das deutlich schöner von der Haptik her und auch vom optischen gibt das einen schöneren Übergang. Klar, man holt wieder ein bisschen Farbe runter, also es ist dann irgendwie so 2 Schritte vorwärts, 1 Schritt zurück, aber wenn das so das Verhältnis ist, dann macht man ja immerhin immer 1 Schritt mehr nach vorne und dann passt das und dann wird das Ergebnis deutlich schöner. Also das ist ganz wichtig. Der finale Farbauftrag sollte natürlich nicht mehr angeschliffen werden. Was man noch machen kann ist oder sollte, ist so ein bisschen das Durchwalken, also wenn dann Farbe drauf ist, man hat es dann geschliffen oder dann der finale Lederfresh-Auftrag, dass man das Leder nochmal durchwalkt, dass die ursprüngliche Prägung wieder ein bisschen sich durchsetzt, dass die Farbe sich also in die Prägung anschmiegt und die Prägung wieder zum Vorschein kommen lässt, weil natürlich die Farbe hat einen leicht füllenden Effekt. Ist ein Bindemittel drin, füllt ein bisschen und füllt natürlich dann insbesondere wie bei solchen Fahrzeugen hier, wo die Narbung so flach ist, und dass eben keine grobe Narbung ist, dann würde man das wieder auffüllen ein bisschen und durch das Massieren kommt die Prägung wieder raus. Also das sollte man auf jeden Fall machen und dann einen Tag warten und Elephant in dem Fall auftragen, jüngere Fahrzeuge Protektor auftragen, helle Leder zusätzlich gegebenenfalls Versiegelung und ja, dann bekommt man so ein schönes Ergebnis, wie Mackie das auch hier bekommen hat. Vielleicht, worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, bei so einem Fahrzeug, das reinigt man mit Lederreiniger mild in dem Zustand, wie du es eben hast, und würde es dann mit Elephant pflegen, genau. Und wenn man das Leder anfasst, das ist mega, mega gut gepflegt. Also das ist in einem so super guten Zustand. Du hast da auf jeden Fall alles richtig gemacht, muss ich sagen. Ja. Vielen Dank. Das ist ja auch genau Sinn und Zweck, dass man halt sowas erhalten kann, ob das jetzt Leder ist oder Lack oder was auch immer. Und es freut mich, wenn du das sagst, du bist der Profi, du bist der Fachmann. Wenn ich da alles richtig gemacht habe, dann kann das auch jeder andere zu Hause auch, muss man auch dazu sagen. Ja. Und freut mich. Ja, da habe ich was richtig gemacht. Ja, ja, also ja, man kann ja keine Haptik über die Kamera rüberbringen, aber ihr werdet gleich sehen, wenn Bodo die Bilder da eingefangen hat, in welchem tollen Zustand das Leder ist. Und das Auto ist 50 Jahre alt. Ne? So, also das darf man eben nicht vergessen. Das Leder ist auch 50 Jahre alt und das ist schon sensationell. Ja. Also jetzt viel Spaß bei der Anleitung, viel Spaß beim Porn mit dem Auto. Schöne Grüße an JP für diesen Begriff. Und vielen, vielen Dank, dass du unser Gastgeber warst für die zweite Folge in Berlin. Alex war gerade noch hier im Zugriff, ist jetzt auch weg. Vielen, vielen Dank an Alex. Und da kommen wir aber gleich nochmal zum kleinen Interview, wenn wir dann mit ihm hier vor der Kamera stehen. Und jetzt erstmal ein paar Bilder von deinem Auto. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön.
Ja, moin moin, Location-Wechsel, jetzt ist es wärmer, das ist auch nicht so schlecht, ne? Ja, kann man die Jacke ausziehen, ne? Ja, so, weil wir jetzt zu dritt sind, habe ich das mit dem Ton, deshalb muss ich mal so ein bisschen gucken, dass wir hier Corona-konform weit genug auseinander sind. Und ja, uns beide kennt man ja schon, ne? Vom ersten Teil bis zum Porn. Und jetzt ist Alexander mit dazugekommen. Sag mal ganz kurz, wo wir hier sind, was wir hier machen, wer du eigentlich hier auch bist, was du hier machst, und ich würde dann mal einmal rüberreichen. Also mein Name ist Alexander Haller. Ich habe 2015 mich mit einer Oldtimer-Werkstatt selbstständig gemacht in Berlin und habe durch die Oldtimer auch, ja... Mich kennengelernt. Genau. Ihn kennengelernt und so ist dieses ganze Thema jetzt irgendwie zusammengekommen. So ist es zusammengekommen. Ja, sympathisch zurückhaltend. Oldtimer-Werkstatt kann eine Garage sein, wo 1 oder 2 Autos reinpassen, wo eine Hebebühne ist oder auch keine. Oder eben das, was du hier hast, ne? Und das ist ja ein bisschen mehr. Was ist euer Hauptgeschäft oder gibt es überhaupt ein Hauptgeschäft oder wie würdest du es beschreiben für jemanden, der halt gar nicht weiß, was ihr macht? Wir sind eine klassische Oldtimer-Werkstatt, jedoch ist meine Leidenschaft und meine Spezialisierung bei den Vorkriegsfahrzeugen. Das heißt, je älter, desto besser. Wir nehmen uns jedes Problem an, für jede Fahrzeugmarke, für jeden Menschen, für jeden Liebhaber, alles. Wir sind jetzt fünf Leute hier in der Werkstatt. Ein Karosseriebauer, das heißt, wir machen von der Vollrestauration über Mechanik bis zum Service, bis zur Pflege, wo wir dann wieder zu dem Thema kommen, Lederpflege und Lederreparatur, einfach alles. Also wir haben Hauptuntersuchungen bei uns, wir können eine Achsvermessung machen, einfach einen Service bis hin, ja. Ja, bis zum Neuaufbau, genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, genau. Also natürlich kann man, wenn man Berliner oder im Umland ist und man hat einen Oldie, bei dir mal anfragen, ob noch Luft ist oder nicht, aber eben auch ein kompletter Aufbau. Jetzt, ihr legt Fahrzeuge komplett, du hast eine Lackiererei, ihr habt Karosseriebauer, wie du schon gesagt hast, allem drum und dran, und so beim Durchlaufen hier bei den Fahrzeugen habe ich auch schon gesehen, auch Bodo, da war ja gleich ein tiefer Austausch, also du kennst eigentlich auch alle Fahrzeuge bis zur Pike und genau. Und du bist schuld daran, dass Mackie den B108 hat, ne? Genau, war durch Zufall, ein Bekannter von mir hat seine Autos bei mir in die Wartung gegeben, hat gesagt, du Alex, ich habe 2 W108, ich würde mich von einem trennen, und habe dann einfach ganz blöd mal durchgerufen, und dann ging es innerhalb weniger Tage so, dass das Auto einen neuen Besitzer bekommen hat. Ja, und jetzt ist er bei dir auch in der Wartung, nehme ich mal an, ne? Genau. Lederreparatur machst du ja selber, wie wir in den Bildern gesehen haben. Sehr, sehr schön, genau. Wir werden es jetzt so machen, dass wir noch ein paar Bilder hier einfangen, alles, was wir so einfangen dürfen. Hier gibt es wirklich viel zu sehen, schöne, viele Fahrzeuge auch. Und dann, ja, war ursprünglich ja der Plan, dass wir hierher kommen. Wetterbedingt haben wir das da im Auto erspart. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du deine Toren hier aufgemacht hast, dass wir hier rein können und noch ein paar schöne Autos sehen können. Da oben ist noch ein Jensen zum Beispiel gerade, den man vielleicht so, ich weiß nicht, ob er im Schnitt drin ist oder nicht. Ist er drauf, Bodo? Ja. Und genau, dann gucken wir noch mal ein bisschen, was du hier so machst. Und dann bis zur nächsten Episode und genießt jetzt noch die Bilder und vielen Dank an euch beide.